Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GeoGuessr. Ja, wird mal wieder Zeit. Also springen wir rein. Okay. Gelbes Kennzeichen und blauer Streifen. Das würde nach EU aussehen. Okay, Schweden, alles klar. Hätten wir das schon mal geklärt. Wir haben schon mal das Land. Das war jetzt nicht allzu schwer. 57, 52. Nice. 52 und 56. Ich denke mal, dass die da so gestrichelt sind, heißt, das geht nur in die Richtung. Ist jetzt so meine Vermutung. Jo, wie viele Solarzellen willst du haben? Ja. Und das hier ist 52 und 56? Gibt es hier irgendeine Stelle, wo es 52 und 6? Nee. Guck mal, die 6. Könnte es dieser Kreisverkehr sein? Da ist 56, da ist 52, da ist auch 52. Könnte das der sein? Richtung Norden ist nur 56. Und die andere. Ja, das ist safe, dieser Kreisverkehr. 100 Pro. Ich komme von da. Ist schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin da so. 57 Meter. Ja, das ist voll okay. Okay, nice. Okay, was da steht, kann man nicht lesen. Nee, ich dachte erst kurz, das ist das Meer. Aber nee, das ist nicht das Meer. Wir befinden uns nur sehr hoch. Also es scheint recht bergig zu sein, weil da geht es auf jeden Fall nach unten. Wir befinden uns recht weit oben. Und wir haben Linksverkehr. Shannon Drive. Okay. Das sieht aber nicht aus wie Großbritannien, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eher Australien oder vielleicht Neuseeland. Durban. Ist das die Stadt? Da ist eine Moschee. Das ist wahrscheinlich ein guter Anhaltspunkt, um das vielleicht auf der Karte zu finden, wenn ich was Genaueres rausfinde. Das Ding ist, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das wirklich. Das sieht halt nicht aus wie Australien oder Neuseeland, ne? Boah, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, Indonesien hat noch Linksverkehr, aber das ist definitiv nicht in Indonesien, weil dafür ist jetzt zu viel Englisch. Aber könnte das vielleicht. Hat Südafrika Linksverkehr? Das könnte ich mir vorstellen, dass. Weil Südafrika würde, finde ich, passen vom Look. Aber ich weiß nicht, ob die Linksverkehr haben. Israel. Da steht Israel. Die Frage ist das jetzt einfach nur so benannt oder ist es actually Israel? .co.za? ZA? Was ist denn ZA? Ist denn .co.za? Ich habe mir jetzt gedacht, okay, wenn ich eine Internetadresse finde, dann könnte mir das vielleicht helfen, aber nee, so gar nicht. Neuseeland hätte ich gedacht, würde passen, wegen New Zealand, ZEA, also ZA könnte hinkommen, aber nee, ich bin mir ziemlich sicher, Neuseeland ist NZ. M19. Lol, Durban. Ist das wirklich? Das ist wirklich. Hä, warum hat Südafrika denn .co.nz? Das macht keinen Sinn, Alter. Okay, Durban. Und da ist Pinetown. Ja, okay, wir sind wirklich hier. Lol. M19 ist da. Ich habe natürlich recht viele Anhaltspunkte schon gefunden, die ich jetzt nutzen kann. Dazu habe ich gerade hier, da ist dann drüben ein Schild zu dieser Universität. Da. Auf KwaZulu-Natal. Das ist das hier, okay. Das ist schon mal hilfreich. Können das hier. KFC! Ja, genau, ich bin doch eben an einem KFC vorbeigefahren. Ist das der?
Dieser KFC hier, dieser KFC und gegenüber war auch so eine Mall. Das würde halt passen, aber das passt nicht zu der Location, weil da bin ich nicht unter einer Brücke hergefahren. Quarry Road West, Mountbatten Drive. Okay, das ist aber hier die. Lol. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich bin schon viel weiter gefahren. Ja, hier ist der KFC. Okay. Never mind. Haben wir das geklärt? Also ich bin gerade genau da. Gut, ich weiß schon mal, wo ich bin. Jetzt muss ich natürlich auch rausfinden, wo ich gestartet bin. Ich bin jetzt recht lange diese Straße lang gefahren. Zurück an den Start. Genau, wo waren wir hier? Shannon Drive und Arnott irgendwas. Wenn ich das finde. Shannon Drive, Arnott Street. Perfekt. Und ich bin gestartet. Praktisch direkt vor der Kreuzung zwischen den beiden. Da, würde ich sagen. Ach, ich war auf der anderen Seite. Naja, egal. Gibt trotzdem 5000 Punkte, das passt. Sehr nice. Okay, das sieht sehr warm aus. Palmen, Sand, Donation Drop-Off. Okay, das ist englischsprachig. Grüne Straßenschilder, Piceno Drive und Dyrus Avenue. Könnte Nordamerika sein. Grüne Straßenschilder. Die Autos sehen auch sehr amerikanisch aus. Ja, okay, also. Naja, okay, da ist ein Pickup. Aber ich sehe hier verdächtig wenige Pickups jetzt für eigentlich für Nordamerika. 95. Ja gut, das hilft mir jetzt nicht wirklich. Angenommen, ich bin wirklich hier in den USA zum Beispiel, als ob mir dann so eine kleine Straße irgendwas bringt. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Da müsste ich zumindest den Bundesstaat rausfinden. Dann könnte mir diese 95 vielleicht helfen. Warte, was? Das ist kein Englisch. Warum ist hier alle. Warum ist hier alles in Englisch, aber dieses Straßenschild nicht? Also bin ich vielleicht. Aber Mexiko wird ja auch eigentlich keinen Sinn machen. Dann wäre doch das alles in Englisch, oder? In Spanisch. Warum ist dieses Straßenschild in Spanisch? Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht in Englisch. Aber alles andere hier, die Werbung und alles, was auf den Gebäuden steht und so, ist alles in Englisch. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Und hier, das ist auch Only Right Lane. Das ist auch Englisch. Ich meine, dass das Schild da auf Spanisch war, könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass wir uns eventuell sehr nah an der Grenze zu Mexiko befinden. Das wäre natürlich eine Option. Boah, hier ist halt wirklich gar nichts, ne? Ja, keine Ahnung, Alter. Ich sage jetzt einfach irgendwie hier, keine Ahnung. Okay, das war tatsächlich ganz nah an der Grenze zu Mexiko. Ja, okay, whatever. Okay, Linksverkehr. Auf den ersten Blick würde ich sagen, sieht aus wie Asien. Die Autos geben mir soweit recht. Sehr viele asiatische Modelle. Ja. Das ist Chinesisch, oder? Ich verwechsel Chinesisch und Japanisch jedes Mal. Aber nee, ich glaube, das ist Chinesisch. Okay, nein, das Design kenne ich. Goddammit, ich habe es wieder getan. Wir befinden uns in Japan. Jedes verdammte Mal, Alter. Ich habe hier eine 47 gefunden. Das sind diese hier, ne? Das sind diese ganz kleinen, Alter.
Sind die überall? Ja. Und das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch mehrere von. Das sind diese kleineren. Das sind nicht diese großen, sondern das sind die kleineren Straßen. Und da das die kleinen sind, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da mehrere gibt in den verschiedenen Regionen. Eventuell von diesen kleineren. Also, dass es zum Beispiel irgendwie hier eine 81 geben kann und hier und hier und hier noch ein oder so. Das ist nicht gut. Lol, Obama. Ja, ich glaube, da kann ich noch lange suchen. Ich guess jetzt einfach irgendwo in Japan. Ja, naja. Oh Gott, Alter. Nicht mal asphaltiert. Nirgendwo ein Anzeichen von wirklicher Zivilisation. Das kann ich jetzt schon sagen, werde ich ziemlich sicher nicht finden. Okay, Englisch schon mal. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist Afrika, aber ja, da hört es dann auch bisher auf. Ja, ich meine, schaut euch das an. Hier, wie soll ich da irgendwo einen Hinweis finden, wo ich mich genau befinde? Okay, Brücke über einen Fluss. Also wir haben einen Fluss in der Nähe, das wäre gut zu wissen. Wirklich dabei helfen, das einzuschränken, tut mir das jetzt natürlich nicht. Aber falls ich es tatsächlich irgendwie schaffen wollte, das sollte die Region herauszufinden, wäre das hilfreich. Ich bezweifle aber, dass ich das schaffen werde. Ja, wenn ich mir das schon angucke, Alter, da ist ja nichts mehr. Da ist nichts. Keine Chance, Alter. Ich mache jetzt hier irgendwo hier in der Mitte von Afrika, Guess. Ghana. Ja. Das ist eine fucking große Straße hier. Das ist eine gelbe Straße auf Google Maps. Ja, das ist basically ein Highway. Und das ist nicht mal asphaltiert. Ja, also bitte. Als ob ich da irgendwie drauf kommen könnte, hätte können. Keine Chance, Alter. Also keine 25.000. Aber vielleicht schauen wir das ja nächstes Mal wieder. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann.